Guten Morgen. Wir sind heute unterwegs und wir besuchen endlich wieder eine Orgel. Sogar eine neue Orgel. Wir fahren von so ungefähr 6 Kilometer von zu Hause aus bis nach Virges. Alles noch im Westerwald. Und wir besuchen eine Kirche. Die Kirche heißt St. Bonifatius Virges und wird hier in der Region einfach Westerwälder Dom genannt. Und auch die Orgel ist was Besonderes. Das könnte auch eine große Domorgel sein. Ich bin gespannt. So, hier sind wir schon an der Orgel in St. Bonifatius, also im Westerwälder Dom. Und vielleicht kennt ihr die Orgel schon. Ich war schon vor ein paar Jahren hier und habe ein paar kleine Stücke aufgenommen. Das war, wann war das? 2016, glaube ich. Da habe ich ein Konzert hier gespielt. Und habe die Orgel präsentiert mit ein paar kleine Jazzstücke. Ich linke mit einer Infokarte vielleicht zu den Videos davon, von damals. So, diese Orgel ist was wirklich Besonderes und ich habe gerade entdeckt, es gibt sogar neue Register. Finde ich ganz, ganz cool. Das zeigen wir dann gleich. Aber was sehen wir zuerst? Erstens haben wir 3 Manuale und die ganzen Register links und rechts von den Organisten. Sehr, sehr schön angeordnet. Das ist eine französische Anordnung. In der Zeit der französische romantische Orgelbau gab es einen Orgelbauer namens Aristide Cavaillé-Coll und er hat die Orgelbau deutlich erweitert damals durch ganz neue Trakturen, durch ganz neue Mechanik in der Orgel konnte er viel größere Orgel bauen und der Organist hatte nicht mehr so viel Druck an den Tasten. Das war ganz praktisch. Und er hat auch diese Art Spieltisch entwickelt, wo die Registerzüge alle ganz ergonomisch an den Organisten herum platziert sind. Es ist auch sehr praktisch und ist ganz logisch angeordnet. Man sieht hier 1, 2, 3, 4 Ebenen von Registern. Das sind natürlich für die 3 Manuale und hier unten Pedal, ist doch klar. Da habe ich im obersten Manual unser Schweller mit Schwellpedal hier. Ja, hier mit dem Fuß kann ich den Schweller auf und zu machen. Das kennt ihr von den anderen Videos, das muss ich nicht weiter erklären. Die Pfeifen sind hier, kurz hoch zur Orgel schwenken bitte. Die Pfeifen sind ganz oben, ganz hinten in der Orgel. Die sieht man von hier natürlich gar nicht. Dankeschön. Und die sind ganz weit weg von den leisesten Streicherklängen. Bis hin zu volles Werk mit Schweller zu. Achtung. Und man hört auch die lange Akustik. Also schöne Kirche, tolle Orgel. Das ist wirklich eine Domorgel. Das zweite Manual heißt Positiv und das sind die etwas leiseren, naja leiser nicht, aber die zweite Division, das sind sehr schöne Pfeifen. Ein schöner Prinzipalklang, schöne Flöte. Ein Streicherklang, Salitional. Und da kann ich natürlich beliebig viele Register dazu nehmen, um einen schönen klassischen Orgelklang zu haben. In diesem Manual gibt es auch eine schöne Zunge, das ist eine Krummhorn, auf Französisch Krummhorn. Und die ist natürlich sehr nasal. Man kann diese Register schön von dem anderen Manual schön begleiten.
Ganz gut. Und dann landen wir natürlich auf den untersten Manual. Und wie das typisch ist für französisch-romantische Orgeln, was heißt denn französisch-romantisch? Ich habe schon diese Aristide Cavaillé-Coll erwähnt. Und unten ist unser Hauptwerk, dann Positiv und oben dieses Schweller-Manual. Das ist angeblich so gewesen, weil wenn man alles zusammenkoppelt, hat man dann alles hier unten. Es ist am bequemsten für den Organisten. Ob das tatsächlich so stimmt, wissen wir nicht. So, und hier sind natürlich die dicksten, die größten Pfeifen, die die Kirche wirklich füllen mit Klang. Und ganz viele Achtfüße am Anfang. Geben einen schönen warmen, dicken Klang. Und wenn alles dann zusammen ist, nur auf dieser linken Seite, das sind die Grundstimmen, 16, 8, 4 und 2. Das sind nur die Manuale, da ist noch kein Pedalklang dabei, es ist sehr fett und bassig. Dazu vielleicht die Mixturen und eine Trompete. Und jetzt macht Spaß, wenn ich die ganze Orgel zusammenkoppel und das ganze, also fast alle Register, die es hier gibt, wenn ich die zusammenkoppel, habe ich das Tutti von der Orgel und das ist jetzt sehr gewaltig. Achtung! Das ist schon was, gell? Es gibt aber was Neues dazu. Ich wusste das nicht. Der Organist hier seit Mai 2014. Der Organist hier, ein guter Freund von mir, Johannes Schröder heißt er. Hier ist sein YouTube-Kanal, oder ich linke das unten in den Kommentaren, in der Beschreibung. Johannes ist hier Organist und Johannes hat immer geträumt von einem noch fetteren Klang hier an der Orgel. Und das Einzige, was fehlt, ist tatsächlich eine 32 Fuß Zungenregister. 32 Fuß, das sind wie viele Meter? 10 Meter lang, glaube ich. Und die hat er dieses Jahr bekommen. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch hier im Westerwald auskennt, aber es gibt jetzt eine heilige Katharina Kaspar aus dem Westerwald, aus dem Kloster Dernbach kam sie, und sie ist heilig gesprochen worden, 2018 in Rom. Und dazu gab es quasi ein Geschenk für die Orgel. Und hier, wenn wir kurz darauf zeigen, da steht es auch, Katharina Kaspar Register 2018, Kontrabombard, 32 Fuß. Ganz spezielles Register mit Sternchen. Wir ziehen, ich spiele das gleiche, was ich gerade gespielt habe, und wartet, was ihr im Bass jetzt hört. Also wenn das nicht laut genug ist, weiß ich nicht, was lauter sein könnte. Oh doch. Diese Orgel stammt von dem Orgelbauer Göckel in der Nähe von Heidelberg. Und der ist bekannt für, sagen wir so, raumfüllende Klänge. Und hier im Wirgis ist das nicht anders. Die Orgel an sich ist auf jeden Fall laut genug, aber für ganz besondere Anlässe gibt es noch lautere Register für oben drüber. Achtung! Jetzt ziehe ich diese Register dazu. Hier steht Schamade, Hauptwerk, Pedal, Positiv, Schweller. Ich kann die überall haben. Es reicht, wenn ich jetzt Hauptwerk und Pedal habe. Das sind große Zungenpfeifen, so Trompete. Die liegen horizontal oberhalb von der Orgel, ganz oben drauf, und schießen den Klang direkt durch die Kirche. Es wird jetzt noch kräftiger. Achtung! Noch kräftiger kann es nicht werden. So, jetzt will ich euch was anders zeigen. Vor ein paar Wochen habe ich irgendwas gepostet, einen Beitrag, und gefragt, was die Leute hören wollen. Und viele haben gesagt, spiel doch lieber was Klassisches. Kannst du das überhaupt? Tja, ja, ich bin gelernter Organist und ich kann auch klassische Stücke spielen. Und jetzt spiele ich was vielleicht nicht unbedingt zu dieser Orgel passen würde.
Aber es ist ein sehr schönes Stück und es zeigt auf jeden Fall die ganzen Vielfalt von den Klängen von der Orgel, von den leisesten Registern bis zum vollen Tutti und dann wieder zurück. Das Stück heißt Elegy von George Thalben Ball, also wie Englisch kann man klingen. Der Typ war aber kein Engländer, der war eigentlich Kanadier, na egal. Und hat aber lange in England gelebt, keine Sorge. Dieses Stück ist eigentlich entstanden aus einer Improvisation. George Thalben Ball hat bis zu den 80er Jahren gelebt und zurück in den 40er oder 50ern, ich weiß nicht ganz genau, wann es war, da steht, oh mein Gott, was steht da? 1944 steht da, okay. 1944, also in Kriegszeit, ist dieses Stück entstanden aus einer Radioübersendung von einer Kirchengottesdienst, wahrscheinlich in London, wo George Organist war. Und die Aufnahme oder der Gottesdienst war nicht lang genug für die Stunde und er musste was improvisieren zwischendurch, damit er die Zeit dann hatte. Und das Stück ist richtig gut angekommen und basiert auf seiner Improvisation hat er das dann notiert und das Stück ist sehr berühmt geworden, aber leider wird es nicht sehr oft gespielt heutzutage. Es ist kein schwieriges Stück, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Stück. Wie gesagt, dafür kann man die Orgel schön zeigen, von den leisesten bis zu den lautesten Registern. Und hier an der Orgel ist das sehr schön zu sehen, weil nicht wie bei mir an der Orgel, wo man die Registerwippen einfach drückt und das war's, die bewegen sich tatsächlich. Und jetzt erzähle ich kurz was zur Mechanik von der Orgel, bevor ich überhaupt weiter spiele. Zwischen den Tasten und den Pfeifen, man sieht, es ist nicht wirklich die längste Entfernung der Welt, das ist alles rein mechanisch. Also wenn ich hier eine Taste drücke, ich merke, da ist so ein Bisspunkt und dann ein kleiner Knack und ich merke, aha, da bewegt sich was. Und das sind verschiedene Verbindungen zwischen Taste und Tonventil unter den Pfeifen. Das zeigen wir eines Tages, wenn wir tatsächlich in einer mechanischen Orgel sind. Und auch wenn alles zusammen gekoppelt ist, man merkt auch diese mechanische Druck sozusagen unter den Tasten. Aber die Register, die werden elektronisch gesteuert. Und hinter jeder von diesen kleinen Registerzüge ist ein Magnetventil und dadurch kann ich natürlich viele Sachen speichern. Hier ist meine Speicheranlage hier unten. Ich habe von A bis H 1 bis 8, also hier sind 64 Kombinationen frei auf eine Ebene. Und in dieser Orgel haben wir, wie viele Ebenen haben wir? 16 verschiedene Ebenen. Also das sind 64 mal 16. Rechne mal schnell aus. Ich kann das nicht in meinem Kopf. Meine Frau? Auch nicht, alles klar. Aber für dieses Stück brauche ich ein paar und ich habe das jetzt schon vorprogrammiert, vorgespeichert. Und entweder mit diesem Knopf hier unter meinem unteren Manual mit dem Daumen kann ich immer weiter spielen zum nächsten. Und seht ihr, ne, die Registerzüge bewegen sich von allein. Sehr praktisch. Oder hier unten, neben dem Schweller, habe ich genau das Gleiche für die Füße. Das ist auch ganz praktisch, war klar, man ist mit den Händen beschäftigt beim Spielen und man kann mit den Füßen auch hier weiterspielen. So, genug erzählt, jetzt das Stück Elegy von George Thalben Ball hier auf der Göckel-Orgel in Wirges im Westerwald.
So, das war es von St. Bonifatius hier in Wölges vom Westerwälder Dom. Besten Dank an Johannes, dass ich kurz an die Orgel durfte. Nicht vergessen, unten in der Beschreibung findet ihr Links zu Johannes, zur Musik am Westerwälder Dom und so weiter und so fort. Auch zu Johannes YouTube-Kanal. Der ist auch ein hervorragender Organist mit vielen schönen Videos und tollen Stücken. Bitte abonnieren und wenn ihr dabei seid, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da würde ich mich wirklich freuen. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und nächste Woche geht's weiter mit einer richtig schönen Orgel. Aber mehr dazu später.